Flo, ich bin 29 und ich bin Schlosser. Trippe, der Nachbarsbetrieb, der gehört mir. Und bei mir schafft der Franz und der Jupp. Und ich suche eigentlich Kommentare und nicht nur irgendwelche Kommentare. Ich suche die Kommentare fürs Leben. Ich bin der Werner, servus. Werner, hi. Ja, ich hoffe, dass auf diesem Wege, dass man für den Flo ist jetzt auch schon fast 30 Jahre alt, wenn man da ein paar schöne Kommentare fürs Leben findet für die Bub. Ne? Weil das geht nicht, dass der zu Hause, ich höre den durch die dünne Pappwand, höre ich den nachts weinen, dass da nichts kommen tut. Deshalb hoffen wir, dass man auf dem Wege, dass man da schön ein paar saftige Kommentare reinscheppern tut. Vater, kannst du was zu mir sagen? Bin ich ein lieber Bub? Oder? Echt schon ein lieber Bub, da würde ich prinzipiell meine Hand jederzeit beidseitig für ein Feuer reinhalten dann. Und deshalb, da kann ich auch, der Fuß würde ich noch oben drauf on guard mache. Deshalb in diesem Sinne, bitte, das ist ein lieber Jung. Ich habe mein Bestes gegeben, habe hin und dann an vorne und hin einen dran geschlagen, dass er in der Spur bleibt. Der ist in der Spur geblieben, der Junge. Da kann man an der Stelle sagen, mach da 1, 2 Kommentare da rein, da bist du dabei. Ja, also danke Vater. Ich freue mich auf jeden Fall. Melden euch bei mir, melden euch beim Vater. Vom Vater auch für mich vielleicht auch 1, 2 Kommentare, dass ich nicht abends mir wieder den Korn in eine Kopfreihe scheppern muss, in einen Kochbus. Zu zweit macht das keinen Spaß, wenn man noch eine dritte dabei hätte mit Kommentare. Kommentare ist was Feines. Genau. Vielen Dank. Melden euch, wir sehen uns. In diesem Sinne. Glöckchen. So, Boys and Girls, schönen guten Morgen. Wir sind am Baugeschäft. Baumarkt. Baugeschäft, wir müssen noch ein bisschen was holen, damit wir heute lackieren können. Doppelfolge Lackierarbeiten. Hoffentlich geht alles gut. Hast du ein gutes Gefühl? Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich habe vor allem Durst, und Hunger. Komm, auf geht's. Fühlst Chaos in deinem Kopf, ne? Wovon redest du? Von meinem Lieblingsauto-Shampoo. Alle neuen. Das da. Was? Pass auf. Ocean Fresh von Sonax. Also, wenn du das riechst, ne, da geht direkt ein Bällebad der Gefühle. Wir brauchen Verdünner. Ich muss das trotzdem haben. Was, so dicke Karton? Sag mal, die Macke, 25 €. So, was hast du da jetzt? Silikonentferner, damit wir die Teile vorm Lackieren noch fettfrei machen können. Und Universalverdünnung brauchen wir für die Pistole zu säubern. Zwischen den Gängen. Zwischen den Gängen. Ja, auf. Wenn ich mit Wäsche. So, 10 Minuten später, der Flo redet immer noch von seinem Ocean Fresh. Ja, dann zeig mal. So. Mach die Tür zu, damit sich das entfalten kann. Nice. Geil, also das ist wirklich was ganz Besonderes. So, jetzt Maul jetzt, ne? Oh, lange. Was ist das? Chili-Käse ist das. Ja, komm. Dann, aber nicht nur. So. Komm, mehr. Mehr. So. So, schönen guten Morgen, Männers. Da sind wir, Folge 9. 10. Zählt. Ja, die große Jubiläumsfolge heute. Wir sind beim Flo in der Werkstatt. In dieser und in der nächsten Folge, denn es wird heute ein langer Tag werden wir die komplette Verkleidung schleifen, alles abmachen, grundieren. Heute ein etwas anderes Format. Ihr seid bei mir in meinen Hallen. Und ich freue mich, dass ich den Kai begrüßen darf. Hallo! Und der Kai fühlt sich hier auch schon sehr heimisch. Ja, bin ich das erste Mal hier, so viel kann man schon mal verraten. Ihr könnt gespannt sein. Ihr könnt gespannt sein. Wir nehmen euch heute mit. Prost. Wird ein feuchtfröhlicher Tag heute. Ja, was machst du da jetzt, Flo? Was ist das? Ich habe noch eine Liege aufgebaut, falls du gleich müde wirst. Ja, schon. Ja. Das ist eigentlich das Stichwort, ne?
Also ich hatte mir überlegt, das lackieren wir, das ist ja jetzt schwarz, im Kontrast zur Verkleidung, die normal rot ist. Also in unserer Kontrastfarbe lackieren wir das dann? Nee, ich würde das in unserer Hauptfarbe lackieren und die Kontrastfarbe das Piaggio machen. Ah, okay. Aber nicht lackieren, halt das Aufkleber, ne? Da müssen wir uns noch, also da haben wir ja schon eine Lösung für im Hinterkopf. Genau, also so wär meine Idee. Gut. So, wir breiten jetzt mal alles aus und dann müssen wir es zerlegen, Scheinwerfer rausmachen, Aufkleber abmachen, säubern und dann geht's schon ans Abschleifen. Ja, die Blinker, seid ihr eher die Fans für Orange oder für Weiß? Kai, was sagst du? Würde ich Kontrastfarbe überballern. Ganz neu in unserem Channel. Ganz neu, Zwischensegment. Wir testen natürlich auch ein paar feine Sachen. Fangen wir an mit den Kegi. Ich glaube, die kennen wir beide noch nicht. Die haben mich eben angelacht. Die waren Toggenburger Kegi. Ja, mach mal auf. Okay, ist das ein Schweizer Produkt, wie es aussieht? Gleichzeitig. Was? 1, 2, 3. Geil. Was sagst du? Ist geil, schokoladig, aber nicht so aufdringlich. Keine Füllung, einfach ein schöner, trockener. Also kann man empfehlen, also wenn man das im Auto auf einer langen Fahrt zum Beispiel dabei hat, kann man die ganz packen von Nasche. 7,5. Ja, ich hätte eine gute 7, hätte ich auch gesagt. Nachtrag 8,5, sag ich. Licht steht. Stell dich mal vor das Licht bitte. Ganz nah, genau. Ach da, ja, fast leer. Eine Kappe. Eine Kappe? Ist das denn dann noch fresh? Was? Riecht es? Ja, früher hat man die Wash Girls, ne? Jetzt haben wir das hier. Ja, also, egal was heute passiert, es ist ein normaler Samstag hier. Ich konnte nicht so laut sein, die normalen Samstags kommen. Ihr dürft heute nicht kommen. Also, alles ist real hier. Das sind Unikate. Was? Alles was so leer, ich weiß nicht, was so gut, war ich nicht formiert bei? Nee. Ich kenne dich schon, das du nicht tust. Du meinst, hast immer bei Zeiten. Es gibt die Zeit, wo man aufräumt und dann. Ja, die ist bei dir mehr wie wo man schaffe. Und ist er auch Ocean Fresh, oder? Nicht ganz, aber für die Not reicht's. Ganz wichtig, nachdem ihr das mit Silikonentferner behandelt habt, nicht wieder mit den Fingern drauf touchen. Sonst habt ihr wieder Fett drauf. Genau. Was dann noch abgegangen ist nach dem Waschen. Wicked. Also du hast 1000 Projekte angefangen, nichts ist fertig. Und da muss ich an mir, ich bin an den Kopf am machen und der ist bald fertig. Bist du ein Rende? Ich höre mir immer Beispiele am Flo. Ja, ja. Was? Kann ich aussuchen, wer? Der Flo kommuniziert mit den Einheimischen. Ja, der hätte nicht passiert werden zusammen. Ich Platz machen. Ich bin jetzt aber fertig. Mach ich auch. Ich kenne da eben nur Anweisungen. Das ist nur meine Arbeit. Ich habe meine Arbeit gemacht. Immer Dollar. Ich habe alles geschwächt und. Och, Alter. Oh. Ja. Gut. Und wichtig, das Auto nebendran muss die Fenster geöffnet haben. Ah, Fenster und Tür. Jederzeit geöffnet halten. So, Punkt 2 auf unserem Taste. Ah ja. Urpilz. Oh. Das ist aber eine glatte 12. Was? Ja, Urpilz. Oh, 6 von 10 Punkten. Oh. Das ist ein Heißluftföhn.
Ja, du bist ja Salz. Nice. Was machst du damit? Damit mache ich jetzt die Aufkleber ein bisschen warm, weil die halt schon über 20 Jahre alt sind. Damit die besser abgehen. Dass wir das auch richtig lackieren können. Ja, dann mach das mal. Boah, So, jetzt guck ich das mal an. das war das Originalrot. Ups. Da lässt er das komplett runter. Ja, jetzt schalten wir den Kompressor an und dann montieren wir die Reifen ab. Neuen Reifen haben wir auch schon da. Mein Lieblingsmodell, Continental Sport Twist oder Condi Twist in dem Fall. Ja, schön das Design schön und es sind halt super Reifen. Lassen sich super fahren. Ah, bist du hochdeutsch unterwegs heute. Ich muss heute mich am Riemen reißen. So, die kommen aber erst nach der Lackierung dran. Ob Florian es schafft, seht ihr in der zweiten Episode der Lackierfolge. Das Ganze könnt ihr auch mit dem Montage-Kit aus unserem Shop machen. Wir haben jetzt hier bei mir halt die Maschine zur Verfügung. Deswegen machen wir es halt mit der Maschine. Es geht aber auch mit den Montagehebeln. Die Scheibe habe ich schon neu geholt und die Schrauben. Ja, nimm ab. Hallo an die Zuschauer mit den Geräten da draußen. Wir machen heute ein Bier-Tasting. Du sollst das nicht auf Ex trinken? Nee, ich genieße noch. Oh. Ja. Ist eine 7,5 von 10. 7,5. Ist egal. So, jetzt ist schon besser. Ja, das stimmt. Jetzt kann man richtig. So, Achtung, Licht. So. Ah ja. Ja, geht da rein. Wenn man ins Wohnzimmer reinfilmen willst. Boah, da juckt mir alles, wenn ich da reingucke. So. Drin mit dir. So. Da sind nämlich 2 rechte Handschuhe. Ja, dann kann ja nichts. Warum hast du da 2 rechte Handschuhe? War der günstiger oder was? Ja, das ist so geliefert worden. Also, Hast dich aber auch nie gekümmert, dass man so. doch, die neue liegen da unten, aber ich habe gedacht, ja. 2 rechte ist auch okay. Oh! Guck mal, der geht direkt ab. Machst du das wenig? Steck mal die Hände rein. Ja, es ist ungewohnt, wenn man halt 2 Rechte hat, ne? Ist doch selbsterklärend, oder? Mhm. Okay, bis morgen. Grob, also die grobe Fläche machen wir mit dem Exzenderschleifer und die Feinheiten machen wir von Hand. Also Kai macht von Hand, ich mache mit dem Exzender. So. 600er. 25er Locheisen. 25er Locheisen. Hast du ja viele Dinge gegönnt, ne?
Du musst ja viel schleifen. Eins für dich. Die sind aber fein, ne? Das 600er. Also, hier haben wir beim Aufkleber abziehen, ist die ganze Farbe darunter mit abgegangen. Jetzt müssen wir hier einen Übergang schaffen, der weich ist, also keine harte Kante. Und dann müssen wir die ganze Stelle oder am besten das ganze Teil grundieren, damit wir keinen Lackunterschied haben. Dass es alles einheitlich ist, bevor wir die Vorfarbe lackieren. Weil wir müssen bei dieser Lackierung eine andere Farbe vorlackieren, bevor wir die eigentliche Farbe lackieren. Geil. Hier sieht man jetzt, ich weiß nicht, ob es auf die Kamera bekommst, diese Struktur hier. Es ist definitiv schon mal was nachlackiert worden mit einem anderen Klarlack und das auch gar nicht so gut. Das müssen wir jetzt alles glatt schleifen und am besten das komplette Teil 1- bis 2-mal grundieren, nochmal schleifen, dass alles glatt ist, damit der zukünftige Gewinner auch richtig stolz auf seinen neuen Lack ist. So, hier sehe ich noch einen Nebel und hier richtig eine harte Kante, wo das abgeblättert ist. Aber es bleibt halt dann aus bei so einem alten Roller, ne? Diese Teile sind jetzt fertig. Die haben wir 3- bis 4-mal grundiert. Die letzte Schicht ist sehr dick gewesen. Man sieht jetzt hier noch die Perforation vom Kunststoff. Das schleifen wir jetzt glatt und dann ist es ca. 80-90% ganz glatt. Wenn wir es 100%ig haben wollen, müssen wir noch 2-3 Mal grundieren. Aber da wir schon dick Lack drauf machen, plus noch 2-3 Schichten Klarlack, wird das schon gut werden am Schluss. Ja, geil. Wer immer das Ding gewinnt, ich hoffe wirklich, er hält es in Ehren. Hält es in Ehren, wir haben sehr viel. Was wir hier an Stunden, ich habe hier mit der Hand, was ich hier mit der Hand hier aus den Winkeln rausschleife. Brudi, du ahnst es nicht. Alter. Das ist auf einem ganz anderen Level, dieses Tune-Mess Das gut. ist ein ganz anderes Level. Da steckt wirklich Arbeit drin. Eine kleine Wohlfühlschorle zwischendrin. Wohlsein, ne? Auf die Lackierung. Bei dir aus? Und? So Leute. Siehst du noch? Ah! Ja. Guck mal hier! Guck mal hier. Ja. Oh, das reicht so, ha? Das ist brutal. Also das... Wahnsinn, ne? Ja. Wir hätten den vorher noch mal ausgiebig filmen müssen, weil das Ding war wirklich komplett Punk, ne? Ja. Ja, brutal. Ist richtig gut geworden. Ja, ist richtig gut. Ein Virtuose am Sandstrahler, der Seppi. Genau. An einer Stelle, wo der Aufkleber war, hier hat der Aufkleber aufgehört und da löst sich jetzt ein bisschen Lack. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis es ganz durchgetrocknet ist. Anschleife. Anschleife, nochmal zart drüber, nochmal anschleifen, nochmal zart drüber, bis das weg ist. Ihr seht, das ist leicht, erhebt sich das, ne? Jetzt haben wir hier einmal vom Profi vorbandelt, vom Seb, der hat das hier, der ist quasi der Flo in Jung. Ne, da könnt ihr mal sehen, was früher war. So, dann hat das hier geschliffen. Ich mache das jetzt hier mit Silikon-Dingens. Noch einmal geil. Alter, gut vorgeschliffen, ne? Mhm. So. In jede Ecke sogar. Dann mache ich das noch einmal sauber. Das ist der Spoiler, der hinten drauf sitzt später, ne? Jetzt gehen wir raus und dann grundieren wir das. Ich sprühe das jetzt ein. Also normalerweise nimmt man auch hier die Schraubdinger raus, aber das haben wir darauf verzichtet.
weil wir Profis sind. Und wenn ein paar Verläufe drin sind, ist kein Problem. Könnt ihr einfach nochmal lackieren. So, erste Grundierung ist drauf. Auf dem Arm und auf dem Spoiler. Aber guck mal, guck wirklich mal. Hat das einmal irgendwer besser grundiert als ich? Glaube ich nicht. Bis jetzt noch nicht. So, was ist Status? Status ist, wir sind jetzt komplett mit Anschleifen und Grundieren fertig. Wir haben alle Teile jetzt angeschliffen und grundiert. Outro, Zeit fürs Outro. Das ist das Ende der ersten Folge, wahrscheinlich. Wenn ihr das seht, sitzt ihr entspannt auf der Folge Couch. 10. Ja, bei der ersten Folge von... Mach nochmal an, wie redest schon wieder Schwachsinn? Folge und Teil. Thomas! Lass, jetzt hör doch auf. Danke fürs Zuschauen, Boys and Girls. Wir machen jetzt weiter. Was wir machen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Der Flo kann gar nicht mehr reden, der kann einfach nur gucken und sich freuen. Genau. Danke fürs Zuschauen. Es ist mal wieder ein Gutscheincode versteckt. Ach so, ja, ist ein Gutscheincode versteckt. Und danke für die vielen Kommentare des letzten Videos, war Wahnsinn. Und die Live-Video-Premiere. Also Live-Video war... Also denkt dran, immer 16 Uhr freitags Videopremiere mit Live-Chat und wir hatten beim letzten Mal 150 Leute mehr als sonst, 350. Genau, fast 400 Leute waren Aber das war wie im Phantasialand, das war vom Allerfeinsten. So, in diesem Sinne... Liken, kommentieren, Abo, Glocke. Wir müssen jetzt lackieren. Ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Warte. Ich habe selbst schon nicht gesehen. Mach auf. Alter! Alter. Das ist krass. Wenn ich die Sitze ein Stück weiter nach vorne mache. Ein Stück. Oder aus